Der lacht schon seit 10 Minuten. Dass ich predigen da vorne. Ich weiss nicht, ob euch bewusst war, ihr ladet also einen landeskirchlichen Pfarrer ein. Und erst noch in einem vorgerückten Alter. Ja, ganz im Ernst, bei dieser Prüfung für Fahrtauglichkeit muss ich auf die Frage, in welchem Land leben Sie, muss ich Antwort geben. Und auf die weitere Frage, welchen Wochentag haben wir? Und können Sie mal alle Wochentage nacheinander sagen. Also den haben wir eingeladen. Aber nach dem stürmischen Anfang tue ich jetzt wenigstens als Landeskirche Pfarrer mal den Job abziehen. Wahrscheinlich hat bei euch in Bern oben heute Morgen schon die Sonne geschonen. Bei uns war es dicker Nebel. Und an allen Büschen und an den Bäumen war der Raureif. Wir sagen als Zürcher dem Kick. Alles hat irgendwo sich überzogen mit dem Kleid. Und mir ist wieder der Bruder Lorenz in den Sinn gekommen, ein Mystiker, der als 18-Jähriger noch nicht gesättigt bei Gott vor so einem Baum zugestanden ist, total teuer, leer, keine Blätter, nichts. Und vor seinem inneren Auge hat er plötzlich gesehen, wie der Baum Blätter bekommt, wie der Blusch kommt und wie das summt von Beile in dieser Baumkrone rein, wie nachher Früchte kommen. Und das Erleben hat der Bruder Lorenz dazu gebracht, sein ganzes Leben dem Gott zu schenken und nur für ihn da zu sein. Das ist das Erlebnis der Neuschöpfung. Verstehst du? Auch wenn wir alle Blätter verloren haben und alles den Bach abgegangen ist und der Film gerissen und alle Züge abgefahren, macht Gott etwas Neues. Auch sogar bei den Pfarrern. In dieser Kiste hinein, wo man Bundeslade genannt hat, war ein Stab und das war der Stab vom Aaron, vom Hohepriester. Der hat keine Blätter und nichts mehr gehabt. Aber Gott hat an dem Stab, dem dürren Stab, hat er nochmal neues Laub wachsen lassen. In dieser Kiste hinein. Und es heisst in Jeremia, Gott wird die Seelen der Priester nochmal sättigen mit seinem Fett. Und ich kann euch sagen, dass auch Priester und Pfarrer, die lutherischen, wie die reformierten und die calvinistischen, werden nochmal satt werden am Fett von Gott. Ich habe 30 Jahre lang all meine Predigten angefangen, wie der Gottfried gesagt hat, wir predigen Christus den Gekreuzigten. Aber selber bin ich noch nicht gesättigt. Aber bei dir, Gottfried, da spürt man, du bist ein gesättigter Mann und deine Frau noch mehr. Ist das nicht schön? Der Mutter, die einem hebt und dann nachher ist alles gut. Und der Prophet sagt, dass wir trinken von der Brust von unserem Gott und gestillt werden. Und der David sagt, ich bin wie ein gestilltes Kind an der Brust von einer Mutter. Das heisst, gestillt sein, gesättigt sein von seinem Gott persönlich. Nicht durch Prediger und nicht durch irgendwelche Liturgien, sondern von Gott selber total gesättigt und gestillt werden. Und es ist ja
jetzt wieder so ein Streit entbrennt wegen dieser Stillerei, dass man eigentlich den Frauen raten, sie sollten ein ganzes Jahr stillen. Und andere Frauen sagen, ja, das kann ich mir nicht leisten, nach 6 Monaten muss ich wieder einsteigen. Und ich kann euch sagen, Gott stillt uns in Ewigkeit. Weil er Gott ist und weil er will, dass wir gesättigt sind, rundum. Halleluja. Ich kann euch sagen, ich habe nur eine Passion, eine Leidenschaft in meinem Leben und das ist das Reich vom Vater. Das Reich Gottes, das in dieser Welt durchbricht. Das ist seine Gegenwart, das sind seine Taten, das sind seine Ordnungen, das ist die Glory-Bubble, die unter uns ist und wo wir alle in die Glory-Bubble reinkommen. Von seiner Gegenwart. Und als alter Mann habe ich eine Leidenschaft, so wie ein Märkli-Sammler, ein Briefmarkensammler. Ihr wisst, die sind ja ständig hinter den seltensten Sachen an. Und für mich ist heute etwas vom Spannendsten, überall wieder so Puzzleteile vom Reich Gottes zu entdecken, wo du am wenigsten würdest erwarten. Ein Freund von mir, der Don Potter, der ist ja aus dem Morningstar Ministry raus, weil ihn Gott wieder zurückgerufen hat ins Musikbusiness und ist jetzt jahrelang mit der Wynona, einer säkularen Sängerin, die sich jetzt in der Zwischenzeit zu Gott bekehrt hat, umgetingelt von Las Vegas bis nach New York und hat in diesen säkularen Konzerträumen hat er die Wynona begleitet mit säkularen Liedern. Wisst ihr, was passiert ist? Leute angefangen haben zu brüllen. Einzelne Leute aufgestanden sind und die Hände hochgehoben. Und nachher Producer gekommen sind von Nashville zum Don und gesagt haben, was ist dein Geheimnis? Wir müssen das wissen. Was ist das Geheimnis? Das ist Reich Gottes in uns. Reich Gottes unter uns, in unseren Gemeinschaften, Familien, Freundschaften. Gewaltig. Und ich juble immer wieder, wenn ich über das Reich Gottes hier stolpere, dort, wo ich es am wenigsten erwartet habe. Und jetzt komme ich doch einen Brief über da von der Deborah, wo mir das unterjubeln will, ich soll da an eine Konferenz kommen und habe nachher dann den Benni getroffen im Sprüngli. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, da bin ich nochmal über Reich Gottes hier gestolpert. Wow! Das ist nicht nur so ein kleiner Fisch, gell? Gewaltig, was Gott unter euch gewirkt hat. Und es ist nicht eine Ehre für euch, dass ich da sein kann, sondern es ist eine Ehre für mich, dass ich unter euch sein kann. Habt ihr das kapiert? Und ich sage das aus einem reinen Herzen heraus. Ich muss Menschen nicht mehr gefallen. Das ist endgültig vorbei bei mir. Wisst ihr, mit dieser Glory-Theologie, das ist mir nicht unbekannt. Als ich nachher mein Pfarramt an den Nagel gehängt habe, weil meine erste Ehe verbrochen ist und ich gesagt habe, als ein frommer Bub aus einem frommen Elternhaus, du hast kein Recht mehr, einmal auf eine Kanzel zu gehen. Du bist unbrauchbar für das Reich Gottes. Da bin ich in die psychiatrische Klinik Rheinau gegangen als Hilfspfleger und habe den Patienten das Füdli geputzt und mit den verbliebenen Zähnen noch probiert, etwas rauszuholen. Und habe dort quasi meine Schuld abverdient. Aber mit Abverdienen geht gar nichts.
Dann habe ich in meiner Verzweiflung hinein, weil der Killerrat nicht schauen hat und gesagt hat, wir lassen sie nicht laufen. In meiner Verzweiflung habe ich angefangen, den Römerbrief zu lesen. Und zwar auf Griechisch. Und nicht nur lesen, ich habe ihn auswendig gelernt. Satz für Satz, Satz für Satz. Und zwar nicht als ein Sport, sondern als meine letzte Rettung in meiner Verzweiflung hinein. Gott, was ist wahr jetzt? Wolltest du mit so einem Simpel noch gutschieren? Und dann bin ich zu Kapitel 7 gekommen vom Römerbrief. Ihr kennt ja das berühmte Modell da vom Römer 7 Mensch. Aber dort am Anfang von Römer 7 steht etwas, wenn eine Frau, die geheiratet ist, ihren Mann verliert oder umgekehrt, dann heisst das, sie ist frei, wieder neu zu heiraten. Das heisst, bezogen jetzt aufs Gesetz und auf unser altes Leben, wenn du gestorben bist mit Jesus Christus, dann fängt etwas absolut Neues an, eine neue Schöpfung, brandneu. Und ich kann euch sagen, dort ist mir nicht nur ein 20er runter, sondern da sind Welten runter. Und dort bin ich dann umgetanzt in meinem Studierzimmer rum, wenn ihr vorhin umgetanzt sind, da vorne. In einem unendlichen Jubel und in einer Freude, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich bin ja nicht beim alten Eisen, sondern Gott will es mit mir weitermachen. Seine Gnade genügt, seine Liebe umfasst alles, auch der ganze Schrott von meinem Leben und schafft in mir eine total neue Schöpfung. Ich musste dann noch 3 Jahre warten, bis ich dann die Leute wieder anschauen von der Kanzel. Aber heute kann ich jedem mit den Augen schauen. Ist das klar? Und ich habe keine einzige Leiche mehr im Keller. Und da könnten die Medien hinter meinem Leben her sein. Es gibt nichts mehr zu verstecken. Es ist alles am Licht und offenbar. Und ich habe einen, der für mich zeugt. Mein Anwalt ist im Himmel. Und der lebt und erhebt sich über allen Staub von meinem Leben, wo früher mein Leben ausgemacht hat. Und als ich dann da so ein bisschen mich hingelesen habe, ist das Vorwort von dem Buch von John Crowder über die Glory-Theologie. Dann habe ich gewusst, es geht nicht um eine Theologie, auch nicht um eine Glory-Theologie, sondern es geht einzig und allein um die Befreiung durch Jesus Christus und durch sein Blut. Und ihr könnt mit eurer Theologie noch meilenweit weg sein von dem, was meine Theologie ist. Aber ich habe die Früchte gesehen von eurem Glauben und von eurem Leben mit Jesus. Und die Früchte haben mich absolut überzeugt und begeistert. Oder Benni mir seinen Katalog vorgeführt hat von der Gartenkultur GmbH, was die alles zusammen da Freiland, an Garten Eden, an Paradies aufbauen mit Wässerli und Brückli und Steinli zum drüber gehen. Da habe ich etwas gespürt von dieser brandneuen Schöpfung. Hey, wir haben 11'000 Stutz, nein, es war noch mehr, haben wir in die Luft gerührt, um da bei unserer Hütte einen Garten anzulegen. Aber da hat es kein Wässerli und nichts. Die haben einfach so viel gepflastert, dass möglichst viel gepflanzt worden ist. Und ich muss jetzt alles wieder raushauen. Immerhin rutscht das Board nicht mehr ab. Das hat mich überzeugt. Auch euren Spitex-Dienst, die Schule, die ihr habt, in Zusammenarbeit mit der Bethel Church.
und die Radikalität, mit der ihr euer Evangelium lebt. Also ihr seid wirklich reformatorischer als die Reformatoren, mystischer als die Mystiker und fast möchte ich sagen, paulinischer als der Paulus. Nein, im Ernst. Das hat mich überzeugt. Und ich möchte euch noch eine Stelle weitergeben, wo ich glaube, das ist Theologie. Aber dann kommt noch etwas dazu. Das heißt im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Deshalb hat dich, o Gott, da ist Jesus angesprochen, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude deinen Genossen voraus. Und weil Jesus in uns lebt, gilt das Wort auch für uns. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Deshalb, darum hat dich dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude mehr als deine Genossen oder deinen Genossen voraus. Was ihr gemacht habt, als ihr dort auf das Bethlehem gezogen sind und dort die Bombe von der Liebe explodiert ist, das ist ein Ausdruck gewesen, dass ihr Gerechtigkeit liebt und die Ungerechtigkeit hasst. Und dass ihr in der Kraft vom Geist die Gerechtigkeit von Gott und von seinem Reich wieder herstellen wollt. Dass Menschen an einen gerechten Gott glauben können. Und weil ihr das tut, zusätzlich zum Evangelium, verstehst du, wo immer das alt-neue Evangelium ist für alle Menschen, weil ihr das tut, bin ich überzeugt, hat euch Gott zusätzlich noch gesalbt mit einer Freude. Allen Genossen voraus. Ist das klar? Habt ihr verstanden? Eure Freude ist nämlich nicht einfach die Folge von einer Theologie, sondern eure Freude, das ist eine gesalbete Freude. Was da vorne abgeht, die haben ja noch nicht mal geknippt am Becher vom Leben und am Blut von Jesus und sind schon betrunken da vorne und liegen am Boden und tanzen wie der Lump am Stecken. Dabei ist das erste Apero heute Abend. Und erlaubt mir, dass ich als ein alter Mann, Paulus, wenn er irgendetwas gesagt hat, hat er einmal etwas gesagt, ich bin ein alter Mann. Ihr seid in Jesus vollkommen, ist das klar? Das habe ich kapiert. Wenn ich euch jetzt noch etwas sage, ist das nicht eine Ermahnung oder eine Rüge oder ein Tadel, sondern es ist nur eine Erinnerung, was alles zur Vollkommenheit gehört. Verstehst du? Die Gemeinden, wo der Paulus da seine Briefe gekritzelt hat, Korinther und all zusammen, die sind alle auch vollkommen gewesen. Aber er hat sie immer wieder daran erinnern, was das heisst, wenn man vollkommen ist. Weil manchmal hat man blinde Flecken. Und wenn ich euch noch etwas darf sagen, hey, als alter Mann, als ein ehemaliger landeskirchlicher Pfarrer, als einer, der so viele Ehrenrunden gedreht hat um den religiösen Hocker herum. Wenn ich euch noch etwas darf sagen, hey, was zur Vollkommenheit gehört. Weisst, wenn man so eine Entdeckung macht und kann nachvollziehen, was der
Paulus wirklich geschrieben hat, was das Evangelium wirklich real heißt, dann hat man natürlich den Eindruck, alle andere Theologie spülen wir dann das Loch ab, oder? Geht das WC runter. Gibt nur noch das. Das hat der Luther auch gemacht, verstehst du, als er entdeckt hat, dass wir nur aus Glauben gerecht werden und nicht mehr aus Werk. Hat er alles, da hat es ja noch keine WC-Spülung gegeben, aber hat er den ganzen Kram von der katholischen Kirche, hat er das Plumpsklo runtergelassen. Inklusive Messe und alles. Dabei müssen wir heute dieser Kirche dankbar sein, dass sie die Eucharistie bis zum heutigen Tag jeden Tag feiert. Und das gewaltige Blut Jesu, wo über alle Macht triumphiert und wo der Garant ist und das Wasserzeichen für die neue Schöpfung. Jeden Tag wird wieder das Blut Jesu erhoben und dann unten durch sind Kinder, die dann schallen, wenn es dann Blut wird. Verstehst du? Egal, wir müssen das nicht hinterfragen. Aber ich bin dankbar, dass es eine Kirche gibt, die das jeden Tag noch macht und nicht nur an den Festtagen ab und zu. Oder? Oder als Partybrot und ein bisschen Partygetränk, sondern wo wir einmal wissen, es geht ums Innerste, es geht um die Liebe, es geht um den Leib, das Fleisch und das Blut von unserem Herrn, wo wir essen und wo wir trinken. Und mit dem Fleisch und dem Blut ewiges Leben, wo wir versetzt sind aus dem Reich von der Finsternis ins Reich von dem lieben Sohn vom Vater. Verstehst du? Und ich finde, weisst, ihr habt das gar nicht nötig, die Spüle noch zu betätigen. Oder anderen zu sagen, es gibt eine Theologie, wo muss Gaster ab, sondern freut euch an dem, dass Gott euch den Schatz im Acker gezeigt hat. Das ist doch gewaltig. Und wenn man so einen Schatz gefunden hat, so einen Schatz im Acker, dann wird man barmherzig und gnädig auch zu den anderen, die es noch nicht gecheckt haben. Verstehst du? Barmherzig und gnädig, barmherzig und gnädig, barmherzig und gnädig. Denen gegenüber, die es noch nicht gecheckt haben, was der Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat. Und was immer und immer das Herz von Gott ist, das hat ja nicht der Paulus entdeckt. Das ist immer auf dem Herz von Gott gewesen. Gut, Klammer geschlossen. Habt ihr es gehört? Also das WC ist in Zukunft defekt. Gut. Und jetzt will ich doch noch zum Thema kommen, wo ich mir gesagt habe, die Freude des himmlischen Vaters. Ich glaube persönlich, dass unsere Theologie sich herleitet von diesen Gottesbildern, die wir haben. Wenn du mal prüfst, was wir für ein Gottesbild haben in unserer westlichen Kultur. Jeder muss sich am Riemen reissen und auf die Zähne beißen, damit er überhaupt sich vorstellen kann, dass Gott lacht. Verstehst du? Da gibt es nichts zu lachen, das ist eine ernste Sache. Heilig, 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 heilig. Heilig, 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 heilig. Tag und Nacht. Und Gott auf dem Thron, wo hört, heilig, 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 heilig. Hey, wir haben Gott total missverstanden. Es gibt für Gott nichts Schrecklicheres als Langweile. Ist das klar? Langweil, das ist keine lässliche Sünde, sondern das ist eine Todsünde gegen das Leben. Im Himmel ist Action.
Der Thron von Gott hat Rädchen. Und die Rädchen, die können auf alle Seiten. Gott muss gar nicht am Steuerrad hocken. Das ist absolute Action. Gott redet doch immer wieder davon, dass wenn es donnert, dass das seine Stimme ist. Und einmal sagt der Hiob, wie wunderbar donnere ich. Wie wunderbar. Das ist ein Grund, warum ich den Donner so liebe, weil in dem Donner kommt mir die Stimme von Gott entgegen. Ist das klar? Das ist kein Gesäusel. Wenn Gott redet, dann redet er. Und er kann auch leislich reden. Aber er ist Gott. Und er bestimmt, wenn es laut ist und wenn es leislich ist. Und genau so, wie Gott donnert, wenn er redet, genauso, wenn er lacht, dann wird der Himmel beben unter dem Lachen von Gott. Ist das auch klar? Der Luther hat einmal gesagt, Gott ist ein feuriger Ofen von Liebe und er ist ein Vulkan von Lachen und von Freude. Ein Vulkan von Lachen und von Freude. Hey, wenn das einmal rauskommt, wenn unser Gott lacht. Psalm 2 heißt, der Herr lacht ihr. Ha, ha, ha. Wow, wenn der lacht oben. Und glaubt ihr, was durch war, steht am Kreuz nach diesen 6 Stunden. Mit Erdbeben und Finsternis und allem. Und der Teufel denkt, jetzt habe ich gewonnen. Den haben wir unter dem Boden. Hat der Himmel angefangen zu lachen da oben. Das war eine Eruption von Gelächter im Himmel. Hey, der Durchbruch ins Leben hier, der Durchbruch in die Freiheit, der Durchbruch in eine neue Welt, einen neuen Himmel, der Durchbruch in eine neue Gemeinschaft hier, von Menschen, die das Leben niederlegen füreinander. Und weisst, wenn wir das wunderbare Bild vom Rembrandt anschauen, das der Markus May da mitgebracht hat, von Wattenwil. Das ist ja eines der bekanntesten Bilder vom Vater. Und ihr seht das Gesicht. Es ist etwas tief, von Schmerz erfüllt, traurig, leidend. Auch das ist Gott. Und ich muss euch sagen, lachen kann nur, wer kann brüllen. Und brüllen kann nur, wer auch lachen kann. Brüllen und Lachen gehören zusammen. Und wir haben einen Gott, der brüllt, wie Jesus brüllt hat. Und wir haben einen Gott, der lacht, dass der Himmel erschüttert wird. Ist das klar? Wir dürfen nicht eine Seite, der Gott, weißt, der ernst ist und der so viel zu tragen hat. Und. Sondern es gibt die andere Seite von dem Gott, der lacht, von dem Gott, der stürmt, von dem Gott, der donnert, von dem Gott, wow, dem gewaltigen Gott. Gott ist Leben, das Leben selber, verstehst du? Er hat nicht Leben, sondern er ist das Leben. Und Leben ist per Definition Freude. Leben ist Freude. Schau doch mal die Kleinen, die da diesen Sternen anhageln da vorne. Das ist Leben, wo da rumhopset und anbetet. Hey, was hast du für ein Kind? Karen, was hast du für ein Kind? Kannst Gott auf den Knien danken heute Abend nochmal für das Kind, wo Gott euch geschenkt hat, zum Brüllen schön. Wow! Ich will euch jetzt noch
in aller Kürze sagen, an was dass Gott sich besonders freut. Punkt 1, er freut sich vor allem und in alle Ewigkeit an seinem Sohn Jesus Christus. Ist das klar? Der Gott, der so ein Verlangen hat, seine Liebe zu leben mit dem Gegenüber, wo der Sohn gezeugt worden ist aus dem Vater raus. Und der Sohn gesessen im Schoß vom Vater, wie es im Johannesevangelium heißt. Wo der Sohn als Weisheit vor dem Vater gespielt hat und der Gott über Jahrtausende, Jahrhunderte das genossen hat, mit dem Sohn dürfen zusammen sein. Im Schoß und spielen, schauen, wie der Sohn spielt. Und nachher einen Sohn zu haben, der total gesättigt und gestillt ist und der Vater kann sagen, hey Sohn, wenn wir miteinander das Universum machen und die Welt. Okay. Und Jesus gesagt hat, ja Vater, machen wir. Und ihr wisst nach dem Johannes, es ist nichts auf dieser Welt, die nicht geschaffen ist, durch den Logos, durch Jesus. Er ist das Vehikel. Und der Vater und der Sohn haben das gewaltige Universum auf die Beine gestellt, wo wir Millionen und Millionen verlochen da im CERN zu Genf, um herauszufinden, wie der Urknall einmal hätte gewesen sein. Jetzt haben wir da ein bisschen die Bausteine vom Mensch entschlüsselt, oder? Und könnten theoretisch einen Mensch kopieren. Und schon haben wir den GW und das Gefühl, hey, wir haben noch gar nichts geleistet. Es gibt immer mehr Geheimnisse und mehr Geheimnisse. Und ich sage euch, am Schluss werden die Wissenschaftler müssen an Gott glauben. Hat einmal einer gesagt, von diesen Wissenschaftlern, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht dich zum Atheist. Und zunderst am Kelch ist Staunen vor dem Gott. Und das wird kommen. Auch die Wissenschaft wird nochmal ihre Knie beugen. Das heisst, beugen wird sich jedes Knie und bekennen, Gott ist der Herr, Gott ist der Schöpfer. Ist das klar? Und nachher, wo der Vater gesagt hat, Sohn, und jetzt, du siehst, was da unten läuft. Bist du einverstanden, dass wir miteinander einen Rettungsplan für die Welt aushecken? Wärst du parat, alles loszulassen, was du jetzt hast, deine Gottheit, alles, deine Macht, und einzugehen in den Leib von einem Menschen, von dieser Maria, und da auf dieser Erde zu sein, als ein Mensch unter Menschen. Und Jesus, der sagt, Vater, ich bin einverstanden, machen wir, okay. Bist du auch einverstanden, dass du ins Blut gibst, dass dieses Blut die Erde wird tränken und dass das Blut wird genug sein gegen alle Schuld und alle Fluch, alle Perversion. Vater, ich bin einverstanden. Hey, könnt ihr vorstellen, was das für einen Vater bedeutet hat, seinen Sohn wieder zu verlieren? Er war ja nichts anderes als eine Samenzelle. Oder transformiert, schon vor Menschwerdung, in eine Samenzelle, in einem Mutterleib hinein. Und der Gott, der sich gefreut hat und gleichzeitig gesagt hat, wird er mich wieder erkennen als der Vater? Und was für eine Freude, wo der 12-jährige Jesus im Tempel geblieben ist. Und nachher den Eltern, die ihn 3 Tage lang gesucht haben, gesagt hat, habe ich nicht müssen bleiben dort, wo mein Vater wohnt. Hey, was ist das für ein Jubel im Himmel? Er weiß es, ich bin sein Vater, auch als Mensch. Gewaltig. Und im Garten Gethsemane, wo das Blut von seiner Stirn geflossen ist und wo nachher dann Jesus gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen, dass ich von dir getrennt werde durch die Sünde. Ich
Weiss nicht, wie das wäre, wenn ich dich nicht mehr spüre, wenn du nicht mehr in mir und um mir bist, wenn ich zur Sünde werde. Und er nachher gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hey, gewaltig. Die Liebe von dem Vater zu dem Sohn, wo dem Vater geholfen hat, wo sein Herz blühtet hat nach dieser Welt und nach allem Verlorenen, dass die Welt wieder zurückkommt an sein Herz. Und die zweite Liebe, das ist ganz klar, das ist die Schöpfung vom Vater, die er zusammen mit dem Sohn auf die Beine gestellt hat. Hey, habt ihr den Hiob schon gelesen, wie Gott schwärmt von dieser Schöpfung, von diesen Viechern, die er gebaut hat? Wenn er schwärmt von dem Nilpferd, der Masse, wo da im Dreck hinein ist, da mit den grossen Augen und dieser bulligen Nase. Und wenn Gott schwärmt von dem Nilpferd und nachher schwärmt von dem Krokodil und sagt dem Hiob, hey, hast du das mal gesehen, was ich da gemacht habe? Eine gewaltige Liebe von Gott zu dieser Schöpfung und eine gewaltige Liebe von dem Gott zum Menschen, den er geschaffen hat nach seinem Bild. Und die dritte Liebe ist, wenn Jesus in uns lebt und der Vater den Jesus in uns sieht und spürt. Weißt du, das ist dann wie beim Jakob und beim Esau. Verstehst du? Der Jakob, der dann Kleider angelegt hat vom Esau. Und der blinde Vater, der Isaac, der hat nicht mehr unterscheiden. Er hat nur gemerkt, etwas stimmt nicht. Aber der Geruch der Kleider vom Esau ist er mit der Nase gestiegen. Vom Liebsten, den er hatte, sein Lieblingssohn. Und wir haben Kleider von Jesus. Verstehst du? Wir ziehen Jesus an. Und wir schmecken nach Jesus. Ob du willst oder nicht. Ob du dich danach fühlst oder nicht. Der Vater sieht Jesus in dir. Egal, wie du dich heute gefühlt hast. Egal, was dir übers Leben gekrochen ist. Das spielt für Gott gar keine Rolle. Er sieht nur Jesus in dir. Verstehst du? Und unter uns ist es doch auch so. Wir erkennen uns nicht mehr nach dem Fleisch. Wir erkennen Jesus im anderen. Verstehst du? Und wo ich Jesus schmecke, da bin ich sofort daheim. Und das dritte, die grösste Freude im Himmel ist, wenn ein Sünder, ein Verlorener umkehrt und heimkommt. Hey. Das ist eine Mega-Party, die gefeiert wird im Himmel wegen einem einzigen Schluffi, der sich bekehrt. Egal, wie seine Biografie ist. Eine Mega-Party wird dort oben abgehalten. Das ist die Freude vom Vater. Und ihr werdet das Herz von Gott bewegen, wenn ihr ihn feiert jetzt in diesen Tagen. Ist das klar? Ihr werdet das Herz von Gott bewegen, wenn da gelacht wird in diesen Räumen. Gott liebt es. Oder mit dem Toronto Blessing nochmal wie einen Widerschein von seinem Lachen ausgegossen hat in die Welt hier. Und die Menschen so giggelt und gelacht haben, dass sie überhaupt nicht mehr aufhören können. Sogar ich, alter Trottel, wo immer so tierisch ernst war, haben müssen lachen und lachen und lachen. Ich habe einen Freund, der lebt in einem anthroposophischen Altersheim und er hat mich zum Mittagessen eingeladen. Und ich bin an dem Tisch und alles so ehrfürchtig, stilvoll, schweigsam, würdig ist da gegessen worden und plötzlich ist das Lachen über mich gekommen. Und ich habe durch den ganzen Speissaal habe ich geschallt, nicht um Menschen zu beleidigen, sondern die Freude von Gott. Und das Schönste ist, wenn das Lachen vom Vater und das Lachen der Menschen zusammenkommt.
Vater, vergib uns all die verkehrten Bilder, die wir von dir gemacht haben, wo wir dich in eine Box getan haben und das Gefühl hatten, wir gefallen dir, wenn wir auch ernst verhalten sind. Wenn wir uns nicht so gern freuen am Leben. Und danke, dass du Jesus geschickt hast und danke dir, Jesus, dass du eins bist mit dem Willen vom Vater im Herz, Mensch zu werden und uns das Leben wiederzubringen, die Freude am Leben wiederzubringen, das Ja zum Leben wiederzubringen, Freude an der Liebe wiederzubringen. Vater, danke so herzlich. Und dass du plangst da oben, bis du den Jesus kannst schicken, um deine Brut heimzuholen und mit der Menschheit ein Megafest zu feiern. Wo du gesagt hast, es wird auch ein Fest werden für die Völker, wo sie kommen werden auf den Heiligen Berg und wo du dort die besten Weine und die gemästeten Ochsen wirst schlachten. Vater, was wird das sein? Nicht einfach nur Abrechnung, das auch, aber vor allem Fest, wo du deine Menschheit nochmal neu kannst ans Herz drücken. Und wo du endlich wieder darfst Vater sein und unter deinen vielen Milliarden von Kindern hocken und dich freuen und gamen mit ihnen und Spass haben und Fun haben. Eine Ewigkeit lang. Dass wir wieder zusammen sind und dass der Garten Eden wieder anfangen kann, wo Gott wieder mitten unter uns ist. Und dass es keine Berührungsängste mehr gibt. Weil wir alle gestillt sind, wie so ein kleiner Zehenspitz runter. Vater, danke vielmal für deine Geduld, für diese Erbarmen. Du bist wirklich ein Gott von allem Trost und ein Vater vom Erbarmen. Und überall dort, wo ein bisschen Buß passiert, wo Menschen an ihr Herz schlagen, wie das ab Zöllner, da rennst du. Und wenn einer abgefragt heimkommt und er hat ein bisschen ein Sündenbekenntnis auf dem Herz, dann rennst du. Immer rennst du, wenn Menschen nur ein bisschen Reue zeigen und ein bisschen Sehnsucht haben, wieder heimzukommen zu dir. Wenn sie verzweifeln, rennst du, Vater. Und du bist auch heute dran zu rennen durch deinen Geist, überall her, wo Menschen schreien, alleine sind, ohne Hoffnung, ohne Lebenssinn. Vollgestopft wie Gänse, aber ohne Lebenssinn. Und du rennst mit deinem Geist, du rennst durch Jesus und bringst ihnen die Nachricht. Das Leben kann nochmal anfangen. Ich komme in euch rein, ich mache den Job. Ich in euch hinein verändere euch, transformiere euch zu dem neuen Mensch. Ihr müsst euch nicht mehr selber anklagen. Die Scham ist vorbei. Zurückschauen ist vorbei. Wir schauen vorwärts. Danke, Vater. Ich sage ganz besonders nochmal eure Kinder, als werdende Leben unter uns. Ich sage ihnen auch die Alten, die so gegen das Alter rutschen, wo ich bin. Dass eure inneren Augen aufgehen und eure inneren Ohren können hören und dass ihr das Reich Gottes entdeckt. Da mitten in Bern, an der Spitalgasse, auf dem Bundeshausplatz, überall. Auf der Terrasse beim Bundeshaus, überall entdeckt das Reich von Gott. So wenn ihr Reich von Gott entdeckt habt in dem Bethlehem. Vater, wir danken dir. Wir sind begeistert von dir. Wir jubeln dir zu, so wie du sagst, ich